Kennst du dieses Gefühl, wenn du morgens aufwachst und schon beim ersten Gedanken merkst, heute will ich einfach gar nichts? Keine Termine, keine Gespräche, keine To-Do-Liste. Nicht einmal Dinge, die du eigentlich magst, lösen Motivation aus. Musik? Egal. Sport? Später vielleicht. Nachrichten beantworten? Morgen. Und während du so daliegst, meldet sich eine leise, aber hartnäckige Stimme: Was stimmt nicht mit mir? Du vergleichst dich mit anderen, die scheinbar voller Energie sind, Projekte starten, Ziele verfolgen, Pläne schmieden. Und du? Du fühlst dich leer, antriebslos, vielleicht sogar schuldig. Doch was, wenn dieses keine Lust auf irgendetwas kein Zeichen von Faulheit ist? Kein Charakterfehler, keine moralische Schwäche, sondern eine Botschaft deines Nervensystems? Was, wenn dein Körper gerade nicht gegen dich arbeitet, sondern für dich? Bleib jetzt hier. Denn wenn du verstehst, was in dir wirklich passiert, verändert sich nicht nur dein Blick auf deine Motivation, sondern auf dich selbst. Wir leben in einer Welt, die Dauerleistung normalisiert hat. Produktivität ist Identität geworden. Wer viel schafft, ist viel wert. Wer ständig in Bewegung ist, gilt als ambitioniert. Doch dein Nervensystem funktioniert nicht nach gesellschaftlichen Erwartungen. Es funktioniert nach Sicherheit, nach Energiehaushalt, nach Überleben. Und genau hier beginnt das eigentliche Verständnis. Dein autonomes Nervensystem kennt im Kern 3 grundlegende Zustände: Aktivierung, Entspannung und Shutdown. Aktivierung bedeutet Kampf oder Flucht. Dein Körper ist bereit zu handeln. Herzschlag schneller, Fokus enger, Energie mobilisiert. Entspannung bedeutet soziale Offenheit, Kreativität, Verbindung. Hier fühlst du dich motiviert, interessiert, lebendig. Und dann gibt es den 3. Zustand: Erstarrung, Rückzug, Energiesparmodus. Und genau dieser Zustand fühlt sich oft an wie: Ich habe auf nichts Lust. Viele Menschen glauben, Motivation sei eine Frage von Disziplin. Doch Motivation ist in Wahrheit ein Nebenprodukt von innerer Sicherheit. Wenn dein System sich sicher fühlt, entsteht Neugier. Wenn dein System sich bedroht oder überlastet fühlt, entsteht Rückzug. Das Problem ist, Bedrohung bedeutet heute nicht mehr nur physische Gefahr. Es reicht Dauerstress, unerledigte Aufgaben, soziale Spannungen, Zukunftssorgen, permanente Erreichbarkeit. Dein Körper unterscheidet nicht fein zwischen einem hungrigen Raubtier und einer überfüllten Inbox. Stress ist Stress. Wenn dieser Stress chronisch wird, schaltet dein System irgendwann um. Nicht in Kampf, nicht mehr in Flucht, sondern in Abschaltung. Das ist kein Drama-Modus, es ist ein Überlebensmechanismus. Stell dir dein Nervensystem wie einen Schutzschalter vor. Wenn zu viel Spannung auf der Leitung ist, fliegt die Sicherung raus. Nicht, weil das System kaputt ist, sondern weil es dich vor Überhitzung schützen will. Keine Lust auf irgendetwas kann also ein Zeichen sein, dass dein System sagt: Es war zu viel, zu lange, zu intensiv. Und jetzt brauche ich Pause. Doch hier wird es komplex. Denn diese Pause fühlt sich selten wie Erholung an. Sie fühlt sich schwer an, zäh, grau. Du willst dich ausruhen, aber selbst ausruhen fühlt sich nicht gut an. Das liegt daran, dass Shutdown nicht dasselbe ist wie bewusste Entspannung. Entspannung ist lebendig, Shutdown ist gedämpft. Vielleicht kennst du das. Du scrollst durch dein Handy, nicht weil es Spaß macht, sondern weil es nichts von dir verlangt. Du schaust Serien, ohne wirklich zuzuhören. Du sagst Verabredungen ab, obwohl du eigentlich Gesellschaft brauchst. Das ist kein bewusstes Genießen, das ist Regulation durch Rückzug. Ein wichtiger Punkt ist dabei die sogenannte Fenster der Toleranz-Theorie. Jeder Mensch hat einen Bereich, in dem er emotional flexibel reagieren kann. Innerhalb dieses Fensters fühlst du dich handlungsfähig. Oberhalb davon entsteht Übererregung, Stress, Angst, Reizbarkeit. Unterhalb davon entsteht Untererregung, Leere, Müdigkeit, Antriebslosigkeit.
Keine Lust ist oft ein Signal, dass du unter dein Fenster gerutscht bist. Und jetzt kommt etwas Entscheidendes. Du kommst nicht aus diesem Zustand heraus, in dem du dich beschimpfst. Selbstkritik aktiviert erneut Stress. Dein System fühlt sich noch unsicherer. Der Shutdown vertieft sich. Es ist wie Gas geben bei angezogener Handbremse. Viele leistungsorientierte Menschen landen genau hier. Sie waren lange im Funktionsmodus, haben geliefert, organisiert, Verantwortung getragen. Ihr System lief auf Hochspannung. Doch Hochspannung kann nicht ewig anhalten. Irgendwann kippt Aktivierung in Erschöpfung. Und Erschöpfung sieht von außen aus wie Faulheit, ist aber biologisch betrachtet ein Schutz. Vielleicht fragst du dich jetzt, aber warum habe ich selbst auf Dinge keine Lust, die mir eigentlich gut tun? Sport, Treffen mit Freunden, kreative Projekte. Genau hier zeigt sich die Tiefe des Mechanismus. Wenn dein System im Energiesparmodus ist, bewertet es alles nach Aufwand. Selbst positive Aktivitäten kosten Energie. Und Energie ist gerade knapp. Dein Körper priorisiert Überleben vor Wachstum. Erst wenn genügend Sicherheit und Ressourcen vorhanden sind, schaltet er wieder in Entfaltung. Motivation ist also kein Startknopf, sie ist ein Ergebnis. Ein weiterer Faktor ist emotionale Überlastung. Nicht jede Belastung ist sichtbar. Vielleicht trägst du unausgesprochene Konflikte mit dir herum. Vielleicht schluckst du Dinge runter, um Harmonie zu wahren. Vielleicht funktionierst du für andere, ohne selbst Raum zu bekommen. All das speichert sich im Nervensystem, nicht als Gedanke, sondern als Spannung. Wenn diese Spannung nicht abgebaut wird, reagiert dein System irgendwann mit Abschaltung. Es ist wie ein Computer, der zu viele Programme gleichzeitig geöffnet hat. Irgendwann friert er ein. Und dann kommt die gesellschaftliche Bewertung. Reiß dich zusammen. Du musst nur anfangen. Disziplin schlägt Motivation. Diese Sätze klingen hart, weil sie die biologische Ebene ignorieren. Natürlich gibt es Momente, in denen Handeln trotz Widerstand sinnvoll ist. Doch wenn dein Zustand chronisch ist, brauchst du keine härtere Selbstführung. Du brauchst Regulation. Regulation bedeutet, dein System langsam wieder in Sicherheit zu bringen. Nicht mit großen Zielen, sondern mit kleinen Signalen. Ein kurzer Spaziergang ohne Leistungsanspruch. Ein Gespräch, in dem du ehrlich bist. Bewusstes Atmen. Struktur ohne Überforderung. Mini-Aufgaben, die Erfolgserlebnisse erzeugen. Denn Erfolg aktiviert Dopamin. Und Dopamin ist nicht das Hormon der Belohnung, wie oft behauptet wird. Es ist das Hormon der Erwartung. Es sagt deinem System, da lohnt sich Bewegung. Doch wenn du lange im Shutdown warst, ist diese Erwartung gedämpft. Also musst du sie neu aufbauen. Schritt für Schritt. Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen „Ich will nicht“ und „Ich kann nicht“. Ich will nicht ist eine Entscheidung. Ich kann nicht ist ein Zustand. Wenn dein Körper schwer wird, dein Blick leer, deine Gedanken träge, dann ist das kein moralisches Versagen. Es ist ein physiologischer Zustand. Und ja, manchmal kann hinter anhaltender Antriebslosigkeit auch eine Depression stehen. Das sollte man nicht romantisieren. Wenn das Gefühl über Wochen bleibt, begleitet von Hoffnungslosigkeit, Schlafstörungen oder Selbstabwertung, ist professionelle Unterstützung wichtig. Auch das ist Selbstführung. Doch häufig ist keine Lust ein temporäres Regulationssignal. Ein Hinweis darauf, dass dein System überzogen wurde. Vielleicht warst du zu lange stark, zu lange angepasst, zu lange verfügbar. Interessanterweise reagieren besonders verantwortungsbewusste Menschen anfällig auf diesen Mechanismus. Sie merken Überforderung oft erst spät. Sie funktionieren, bis es nicht mehr geht. Und wenn dann der Einbruch kommt, verstehen sie sich selbst nicht mehr. Hier hilft eine neue Perspektive. Dein Wert hängt nicht von deiner momentanen Energie ab. Dein Nervensystem ist kein Gegner. Es ist ein Frühwarnsystem. Wenn du lernst, seine Signale ernst zu nehmen, bevor es zur Vollbremsung kommt, entsteht langfristige Stabilität. Frag dich also nicht zuerst, wie werde ich wieder produktiv? Frag dich,
Wann habe ich zuletzt echte Sicherheit gespürt? Wann habe ich mich nicht bewertet gefühlt? Wann durfte ich einfach sein, ohne Funktion? Denn Sicherheit ist der Boden, auf dem Motivation wächst. Ein weiterer spannender Aspekt ist soziale Koregulation. Dein Nervensystem reguliert sich nicht nur allein. Es reagiert auf andere Menschen. Ein ruhiger Blick, eine verständnisvolle Stimme, ein echtes Gespräch. All das sendet Signale von Sicherheit. Isolation dagegen verstärkt Shutdown. Wenn du also merkst, dass du dich zurückziehst, obwohl du Verbindung brauchst, könnte genau dort der Schlüssel liegen. Nicht im großen Neustart, sondern im kleinen Kontakt. Und vielleicht ist keine Lust auch ein stiller Protest. Gegen Erwartungen, die nicht deine sind. Gegen Ziele, die dich nicht wirklich erfüllen. Manchmal reagiert dein System nicht auf Überlastung, sondern auf Sinnverlust. Auch das fühlt sich an wie Müdigkeit, doch es ist eigentlich Orientierungslosigkeit. In diesem Fall hilft nicht mehr Disziplin, sondern Ehrlichkeit. Lebst du gerade dein Tempo oder das eines anderen? Verfolgst du Ziele, die dich wirklich bewegen oder nur solche, die gut aussehen? Dein Nervensystem reagiert sensibel auf Authentizität. Wenn Innen und Außen dauerhaft nicht zusammenpassen, entsteht Spannung. Und Spannung sucht Entladung, manchmal durch Rückzug. Vielleicht ist dein Zustand also keine Schwäche, sondern eine Einladung, langsamer zu werden, klarer zu werden, ehrlicher zu werden. Doch Achtung, romantisiere den Stillstand nicht. Er ist ein Signal, kein Zuhause. Dein Ziel ist nicht, dich in Antriebslosigkeit einzurichten, sondern sie zu verstehen und dann Schritt für Schritt wieder in Bewegung zu kommen. Bewegung beginnt klein, nicht mit einem kompletten Lebensumbau, sondern mit einem einzigen bewussten Schritt. Vielleicht ist es heute nur ein Glas Wasser, eine aufgeräumte Ecke, eine Nachricht, die du ehrlich beantwortest. Kleine Handlungen erzeugen kleine Signale von Wirksamkeit und Wirksamkeit ist das Gegengift zu Ohnmacht. Wenn du also gerade das Gefühl hast, auf nichts Lust zu haben, dann hör auf, dich zu verurteilen. Werde neugierig. Was versucht dein System dir zu sagen? Wo war es zu viel? Wo war es nicht echt? Wo brauchst du Sicherheit statt Druck? Denn Motivation ist kein Charakterzug, sie ist ein Zustand und Zustände sind veränderbar. Vielleicht beginnt deine neue Energie nicht mit Motivation, sondern mit Mitgefühl. Mit einem Verständnis dafür, dass dein Körper kein Feind ist, sondern ein komplexes, intelligentes System, das dich schützen will. Und wenn du lernst, mit diesem System zu arbeiten, statt gegen es, dann entsteht etwas anderes als kurzfristige Disziplin. Dann entsteht nachhaltige Kraft. Vielleicht ist keine Lust, also kein Ende, sondern der Moment vor einer bewussteren Form von Bewegung. Und genau hier möchte ich dich noch weiter mitnehmen. Denn manchmal liegt wahre Stärke nicht im Handeln, sondern im bewussten Nicht-Reagieren. Nicht im ständigen Erklären, nicht im sofortigen Antworten, sondern in der Fähigkeit, Spannung auszuhalten, ohne dich selbst zu verlieren. Im nächsten Video schauen wir uns an, warum Zurückhaltung eine unterschätzte Form von Macht sein kann und wie du durch kluge innere Klarheit mehr Einfluss gewinnst als durch impulsive Aktivität. Wenn du lernen willst, deine Energie nicht nur zurückzuholen, sondern gezielt einzusetzen, dann bleib dran. Wir sehen uns gleich wieder.